Willkommen in meinem Kunststudio. Heute drehe ich ein weiteres Video zur Reihe Mach dieses Buch fertig. Ich erledige heute gleich mehrere Seiten. Auf der Seite 57 habe ich auch schon angefangen, aber bin noch nicht fertig geworden damit. Die Aufgabe auf dieser Seite war es, Linien zu ziehen, während man in Bewegung ist. Und ich habe während der Autofahrt angefangen, mit einem Fineliner Linien zu ziehen. Bei der nächsten Fahrt möchte ich jedoch bunte Filzstifte verwenden oder Fineliner, damit es nicht zu schwarz aussieht, also damit die Seite nicht nur schwarz ist. Für die nächste Aufgabe habe ich es mir wieder auf dem Balkon gemütlich gemacht. Die Aufgabe war, die Seite zu fluten. Ich wollte die Seite aber nicht einfach mit Wasser fluten. Deshalb habe ich mir eine kreative Lösung einfallen lassen. Und da ich ein großer Studio Ghibli-Fan bin, kam mir, als ich die Aufgabe gelesen habe, sofort die Idee, etwas aus dem Film Ponyo in dieser Seite zu integrieren. Ich habe die Skizze zuerst mit Wasserfarben bemalt und nachdem das Bild trocken war, habe ich die Details und das Outlining hinzugefügt. Und hier ist das fertige Bild. Ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Auf den Seiten 28 und 29 war die Aufgabe, mit einem Filzstift etwas zu malen und es dann im Regen stehen zu lassen, damit es nass wird. Für die Basis habe ich die Skizzen mit Wasserfarben ausgemalt und nachdem das Bild trocken war, dachte ich mir, dass ich nicht das ganze Buch nass werden lassen möchte. Also habe ich die anderen Seiten in einen Plastikbeutel eingepackt. Für das richtige Ergebnis habe ich mit wasserlöslichen Filzstiften grob darüber gemalt, damit es richtig verschmieren kann, sobald es nass wird. Und dann ging es auch schon raus in den Regen. Gott sei Dank hat es an dem Tag geregnet. Und wie man sehen kann, verschmiert es wirklich gut. Am nächsten Tag sieht das Ergebnis wirklich toll aus. Die Farben haben sich wunderbar verteilt und alles ist schön bunt geworden. Am Ende habe ich alles nochmal nachgezogen, damit man gut erkennen kann, was ich eigentlich gezeichnet habe, und habe noch mit Buntstiften Details hinzugefügt. Und so sieht das fertige Ergebnis aus. Ich finde, es ist richtig gut geworden und ich bin extrem zufrieden mit der Seite, also mit den Seiten. Für diese beiden Seiten durfte ich mir eine eigene Fertigmachmethode überlegen und ich habe das Kind meiner Nachbarin, auf das ich ab und zu aufpasse, gefragt, ob sie mir dabei helfen möchte. Sie hat sich sehr gefreut, mir zu helfen, hat mich jedoch gebeten, etwas vorzuzeichnen, damit sie es nur noch ausmalen muss. Und um es ihr einfacher und spaßiger zu machen, habe ich mich für ein leichtes Motiv entschieden. Sie war total begeistert und wir haben eine schöne Zeit beim Malen verbracht. Ich durfte ihr auch ein bisschen helfen, aber letztendlich hat sie entschieden, welche Farben wir verwenden und welche Farbe wohin kommt. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, das Buch auch selbst auszuprobieren. Es ist wirklich eine super Möglichkeit, kreativ zu sein und sich auf neue Dinge einzulassen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren kreativen Ideen zu verpassen. Und schreibt mir in die Kommentare, welche Aufgabe ich am besten umgesetzt habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!